Hallo Freunde, heute werden wir über den Schöpfer eines der teuersten und luxuriösesten Autos der letzten 50 Jahre sprechen, nämlich den italienischen Industriellen und Geschäftsmann Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini wurde 1916 in einer Kleinstadt in der Nähe der italienischen Stadt Cento im Haus Nummer 22 geboren. Er war ein Kind in einer Familie einfacher Bauern, wie die meisten Italiener. Zu dieser Zeit war die Familie Lamborghini im bäuerlichen Leben tätig, was Ferruccio Arto offenbar bereits den Weg bereitet hatte, das Familienunternehmen weiterzuführen. Wenn natürlich ein Nicht auftauchte. Aber das war der ewige Wunsch des kleinen Lamborghini, sich mit allen möglichen Dingen auseinanderzusetzen. Schon in der Kindheit waren die besten Spielzeuge des Jungen die Werkzeuge seines Vaters. Wenn etwas Grundlegendes. Wenn die Getreidemühle oder das Handwerkzeug kaputt ging, stand er seinem Vater zur Seite und half ihm bei Reparaturen. Die Eltern, die die Begeisterung ihres Sohnes für Technik sahen, richteten eine kleine Werkstatt ein. Von den Schuppen der Firma aus goss Ferruccio die notwendigen Teile für die Technik auf Bauernhof Erster. Beim Gießen eines der Teile kam es zu einer kleinen Explosion. Es ist ein Wunder, dass es nicht zu einem Brand auf der gesamten Farm kam. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden und dieser Vorfall konnte in keiner Weise abgewendet werden. Lamborghinis Interesse, seine Experimente fortzusetzen. Nach der Grundschule ging Ferruccio zum Studium an ein technisches Institut in Canto, wo Severus es schaffte, eine Schmiedelizenz zu erhalten, und dann folgte er dem Wunsch seines Vaters, das Familienunternehmen weiterzuführen, und begann als Lehrling in der Werkstatt der Ferrioli zu arbeiten, Schmied, wo er die Geheimnisse des Schweißens und der Herstellung von Gusseisen erlernte. Im Jahr 1913 gelang es Lamborghini dank seiner Beharrlichkeit, eine Anstellung in der Cavalleria-Werkstatt in Bologna zu bekommen. Dieses Unternehmen unterzeichnete einen Vertrag mit der Armee. Aus diesem Grund wurde sie zu einer der wichtigsten Werkstätten der Stadt. Für den kleinen wöchentlichen Verdienst, den Ferruccio dort erhielt, kaufte er ein Motorrad. Im Alter von 18 Jahren kehrt Ferruccio in seine Heimatstadt Renato zurück, wo er zusammen mit seinem Freund Marino Filippi eine Werkstatt eröffnet. Zu dieser Zeit waren die beiden Jugendlichen voller Leben und glücklich, auf Motorrädern IV-Autos, die sie damals in die Hände bekamen, über die Landstraßen zu rasen. Stützpunkt auf der Insel Rhodos, die damals unter italienischer Verwaltung stand. Dieser Stützpunkt befasste sich mit der Wartung und Reparatur sämtlicher Militärmaschinen. Auf der Insel konnte sich Ferruccio mit der zeitgenössischen italienischen und ausländischen Technologie vertraut machen. Dank seiner Arbeit und seiner ständigen Präsenz im Mittelpunkt aller wichtigen Ereignisse wird Ferruccio bald zum Leiter der Gilde befördert. Im Jahr 1914 wurde er von den Deutschen gefangen genommen, die erfuhren, dass der Mann früher Werkstattfahrer und Privatmechaniker gewesen war. Da die höheren Behörden erkannten, dass das Talent des jungen Mechanikers im Gefängnis verloren gehen würde, erlaubten sie Ferruccio, eine Werkstatt zu eröffnen, in der sie gelegentlich ihre Autos reparierten. Der Krieg ist vorbei, Rhodes steht unter englischer Verwaltung und Ferruccio kann erst im Sommer in seine Heimat zurückkehren. 19146 kehrt er jedoch nicht allein zusammen mit seiner zukünftigen Frau Kaia Montoya zurück, die aus der norditalienischen Region Ferrara stammt, mit der er sich auf der Insel traf und ihr Bestes gab, um das an der Front erworbene Wissen auf wirklich friedliche Weise zu übertragen leben. Als er in seine Heimatstadt zurückkehrte, gab es keinen Tag ohne Arbeit. Es kamen immer wieder Bestellungen. Eins für zweiten. Das Schicksal bereitet ihm damals im April 2019 147 bei der Geburt von Antonio, ein Kind Ferruccio, einen grausamen Schlag, seine junge Frau stirbt. Wird Lamborghini vor Trauer zerstört, erkennt er, dass seine einzige Rettung die Arbeit und die Verkörperung des verbleibenden Teils seines Traums ist. Bereits Ende 1947 gab es in seiner Stadt keine landwirtschaftlichen Geräte, an denen er nicht Hand angelegt hätte. Dabei stellte er fest, dass sein Wissen und seine Arbeit großen Anklang fanden. Zusammen mit dritten Mechaniken und einem Kapital von 2 Millionen Lire. Lamborghini beschloss, ein kleines Traktorenmontageunternehmen zu gründen. Es wurden Motoren und Differentiale von verlassenen Militärlastwagen verwendet. Das Team begann mit der Montage seines ersten Traktor Carioca. Sie haben es völlig unabhängig konstruiert. Den örtlichen Landwirten wurden mehrere Traktoren angeboten und sie waren mit der Arbeit des Ingenieurs so zufrieden, dass sie nach einigen Monaten etwa ein Dutzend weitere Bestellungen aufgegeben haben.
Innerhalb eines Jahres war die Anzahl der Bestellungen für den Lamborghini-Traktor so groß, dass das Unternehmen diese nicht erfüllen konnte. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Ferruccio, die Anzahl der produzierten Traktoren zu erhöhen. Dank seines Vaters gelingt es Ferrucci, von der Bank einen Kredit in Höhe von 10 Millionen Lire zu bekommen. Mit diesem Geld wurden 1000 Morris Benzinmotoren gekauft. Und gleichzeitig wurden Arbeiter eingestellt. Dieser Moment war mit der Generation ein von Ferruccio unter dem Namen Lamborghini. Das Emblem des Unternehmens wurde zu einem Dreieck mit Strahlen, die von der Mitte bis zu den Ecken reichten. In jedem seiner Teile stand ein Buchstabe FLC Ferruccio Lamborghini Canto. In einem Jahr wurden etwa 50 Einheiten der neuen Ausrüstung verkauft, im folgenden 250. Der Lamborghini-Traktor erfreute sich aufgrund seines niedrigen Preises, aber auch der Einfachheit des Designs einer großen Nachfrage und Qualität. In den Nachkriegsjahren war die Arbeit als Kellner in Italien fast die einzige Möglichkeit zum Überleben. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs jedes Jahr, es wurden neue Geräte angeschafft und die Produktionsräume erweitert. Anfang der 1960er Jahre beschäftigte das Unternehmen bereits 400 Mitarbeiter. Täglich wurden 25 bis 30 Traktoren montiert. Und der Name Ferruccio Lamborghini wurde nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland bekannt. Das Unternehmen erwarb auch eine Abteilung, die damals unter dem Namen Lamborghini Bruciatori Condizi Sanatoria die Produktion von für Italien nützlichen Gaskesseln etablierte. Und so, Freunde, sind wir wirklich bei der Hauptfrage angelangt: Wie kam Ferruccio zum Automobilbau? Es ist ganz einfach, trotz seines beruflichen Interesses am Traktorengeschäft war Lamborghini ein Autoliebhaber. Er verbesserte oft die Autos, die er bei sich hatte, und ergänzte sie durch eigene Entwicklungen. So blieb beispielsweise ein Auto, das in den Händen eines Geschäftsmannes blieb, ein Fiat 500 Topolino, auch wenn das Herz des Geschäftsmannes dem Sportwagen 1, einer solchen Maschine, gewidmet war, wurde der Alfa Romeo 1900 Sprint, der in der Garage dem Lancia Aurelia B20 weichen musste. 1915 beschloss er, einen Mercedes-Benz 300 SL zu kaufen, von dem er bald desillusioniert war und den er verkaufte. Der Grund für den so häufigen Autowechsel seien, wie er sich später selbst sagte, sehr viele Mängel gewesen, die erst während des Betriebs auftraten. Dabei sei es völlig egal, ob es sich um einen Ferrari oder einen Maserati handelte. Laut Ferruccio war nicht jedes Auto perfekt. Zu verschiedenen Zeiten besaß er einige Maserati 3500 GTA-Autos sowie einen Jaguar E-Type, am meisten bevorzugte er jedoch den Ferrari 250 GTV in verschiedenen Modifikationen. Übrigens war es der Besitz eines Ferrari, der Ferrucci dazu veranlasste, sein erstes Auto zu entwickeln. Oder besser gesagt, was geschah an einem schönen Tag? Auf die Frage, wie ein Auto, der Lamborghini, entstand, antwortete Ferruccios Sohn Antonio in einem Interview erst nach dem Tod seines Vaters. Der Punkt war, als Ferruccio in die Fabrik von Enzo Ferrari kam, um sich über die Qualität der Kupplung an seinem Ferrari 250 GT zu beschweren, die trotz häufiger Reparaturen in der Ferrari-Werkstatt nicht mehr voll funktionsfähig war, wollte Vater einfach nur mit Enzo reden und vielleicht vorschlagen, wie man das Problem beheben könnte. Aber zu seiner Überraschung schickte er einen temperamentvollen Vaters Ferrari kehrte dorthin zurück, wo er herkam, mit dem Wunsch, mit seinen Traktoren weiterzumachen. Gleichzeitig nannte er ihn einen provinziellen Redneck, weil er nichts von Autos verstehe, insbesondere von Sportautos. Ferruccio Lamborghini hat darauf geantwortet: Aber ich zeige Ihnen, wie ein echtes Auto aussehen und fahren sollte. Im Märchen beschloss ein wütender Lamborghini, seinen Ferrari zu modifizieren. Zuerst kaufte und baute er eine neue Kupplung ein. Dann warf er den Ferrari-Zylinderkopf weg und baute einen neuen, maßgeschneiderten Traktorfabrikkopf ein. Als Ferruccio den Motor wieder in den 250 GT einbaute. Er installierte 6 horizontal montierte Vergaser und vervollständigte damit den letzten Schliff. Dieses Auto wurde von einem Ferrari-Testfahrer leicht überholt, dann verstand Lamborghini, warum sie das Auto eines anderen umbauen sollten, wenn sie ihr eigenes Auto bauen können. Im Jahr 19162 besuchte Ferruccio auf einer Reise durch Spanien die Farm des berühmten Kampfstierzüchters Don Edward Juri Taurus. Lamborghini ist von den friedlichen, majestätischen Tieren so beeindruckt, dass er, nachdem er Ferro kennengelernt hat, beschließt, den Stier als Wahrzeichen seines zukünftigen Unternehmens zu übernehmen.
Es sollte beachtet werden, dass viele Lamborghini-Autos Bullennamen tragen werden. Partner der dorischen Gewinner dieser Rasse. Anfang 1963 begannen sie mit dem Bau eines Werks, das sich übrigens unweit der Fabrik von Enzo Ferrari befand. Ferruccio wollte nicht zögern und erster. Die Autos mussten in den Räumlichkeiten der Traktorenfabrik zusammengebaut werden. Es half auch, dass er ehemalige Ferrari-Spezialisten für sich gewinnen konnte. Das Auto wurde von Grund auf in nur 4 Monaten gebaut, pünktlich zur Eröffnung des Showrooms am 261019163 in Turin. Der Prototyp erhielt den Namen Lamborghini 350 GTV. Obwohl es schwierig war, von einem fertigen Auto zu sprechen, passte der Motor nicht unter die Motorhaube, sondern musste neben das Auto gestellt werden, aber das Design war eine Herausforderung für alle damaligen Standards. Ungewöhnliche Scheinwerfer, die scharfe Nasenlinie in der Mitte der Motorhaube schien das Auto in 2 Teile zu teilen. Viele sagten damals, dass es ziemlich dumm sei und das Lamborghini keine Chance habe und vor dem finanziellen Ruin stehe. Ein ehrgeiziger Plan, in die oberen Ränge der Automobilwelt vorzudringen, soll zum Scheitern verurteilt sein. Dennoch unterschied sich das Auto weniger als ein halbes Jahr später, im März 2019 164, von allem, was damals produziert wurde, und stellte ein 1R-Serienauto namens Lamborghini 350 GT vor. Das Auto erfuhr große Veränderungen und erhielt begeisterte Kritiken. Die Serienmontage begann im Mai 19164 im neuen Werk. Das Auto wurde wirklich zu einem wahrgewordenen Ferruccio-Traum. Von damals bis heute gilt die gesamte Palette der Lamborghini-Fahrzeuge auf der ganzen Welt als eines der Symbole für luxuriösen Lebensstil und Schönheit der Geschwindigkeit. Aber das ist bereits ein Thema für eine weitere, nicht weniger interessante Geschichte im Jahr 19174. Nach dem Verkauf des Autokonzerns ist es erwähnenswert, dass Ferruccio den Rest der Geschäftsrücklagen für sich behält. Er kauft 740 Hektar Land, das ihn einst anzog, sowie ein Grundstück am Seeufer namens La Fiorita. Zuerst kam er hierher, um sich zu entspannen, aber schon bald beginnt er, Trauben anzubauen, aus denen er Wein herstellt, aber nicht nur einfachen Wein, sondern Wein, der Preise gewinnt. Er reist viel, widmet sich seiner Familie, er stellt auch Goldwagen her, eins davon wurde persönlich für Papst Johannes Paul II geschaffen. Ferruccio Lamborghini lebte unter seinem Namen ein langes und fruchtbares Leben. Es ist für immer in goldenen Buchstaben in der Geschichte der Automobilindustrie festgeschrieben. Ich würde gerne wissen, welches Lamborghini-Modell Ihnen gefällt und allen meinen Freunden gefällt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bis bald!